Heute zeige ich dir mal was, wenn du einfach mal schnell was machen willst, nicht großartig dran arbeiten willst, nicht viel Zeit hast, du trotzdem Lust zum Malen hast, nicht weißt vielleicht auch was du malen sollst, dann kannst du das einfach mal zwischendurch machen, denn das ist ganz einfach. Dann komm mal mit an meinen Arbeitsplatz. Verteile das Wasser mit dem Fensterwischer, denn dann bekommst du schon ein Stück Sicherheit und ein Gefühl für das Werkzeug. Wichtig ist hier, dass du einen Farbton nimmst, denn du arbeitest nur mit einem Farbton, den du vorher angemischt hast. Und dann gibst du den auf dein Werkzeug. Den Fensterwischer kennst du schon aus meiner ganzen Playlist. Der ist nicht neu. Und dann mutig sein und einfach draufziehen. Fertig. So im Grunde genommen kann man es auch schon so lassen. Aber es können eben auch ganz viele, ganz viele ist falsch. Wenn du jetzt so weiterarbeiten willst, dann siehst du jetzt schon, verdichtet sich die Fläche. Und das, was passiert, ist, dass du die Farbe, die Fläche verdichtest und du bekommst keinen hohen Kontrast mehr rein. Und so ein Bild lebt eigentlich eher von dem Kontrast und dem Wenigen. Du kannst jetzt wieder Weiß darüber geben, dann kommen da neue Effekte. Ich mache das Ganze jetzt, weil ich einen Mischton haben möchte. Also ich verteile die Farbe ganz langsam, genieße den Farbauftrag, weil ich natürlich die Effekte total mag und arbeite langsam, mische aber langsam die Farbe dabei, denn im Grunde genommen möchte ich nur einen Mittelton haben, um nachher noch eine Höhe reinzubringen. Ich arbeite die ganze Zeit weiter auf der nassen Farbe, also sie ist nicht getrocknet und weiß, dadurch kann ich die Farbe immer wieder heller machen und lass sie auch immer wieder heller werden.
Ich kann mich jetzt also trotzdem mit der Farbe und der Form auseinandersetzen oder mich da hineindenken und ja, einfach das Machen genießen und dabei immer heller werden. Ja, dann drehe das Bild mal um, denn dann von oben nach unten arbeiten kann ich besser. Dann fällt mir oben der Anfang leichter. Ja, hier noch so ein bisschen und dann bin ich aber auch bald fertig, merke ich. Also ich muss das gleich mal trocknen lassen und dann gucke ich mir das nochmal an, wie das aussieht, wenn es getrocknet ist. Das sieht oft dann nochmal wieder anders aus. Ja, da habe ich gerade gearbeitet und ich habe das Bild jetzt so gelassen. Der Kontrast ist für mich hoch genug. In meinem Buch auf Seite 43, da ist jetzt ein Tipp, der wird dir gut weiterhelfen, gerade wenn es um den Farbton geht. Auch auf Seite 76, da steht ein Tipp, den liest dir ruhig nochmal durch, wenn du das Buch hast, denn da geht es auch nochmal um den Farbton und ja, dann nimm dir die Zeit für und alles andere ist recht schnell und einfach zu machen. Like bitte das Video, wenn es dir gefallen hat. Dankeschön. Und wenn du noch kein Abo hast, dann abonniere doch den Kanal. Beim letzten Mal war auch ein Kommentar auf Dänisch dabei. Ich habe mich total gefreut. Ich freue mich immer über deinen Kommentar. Ganz besonders, das macht es eben sehr persönlich und ist nicht so abstrakt für mich. Und ich habe mich sehr gefreut über die ganzen spanischen Kommentare und die französischen. Vielen Dank, die diesmal dabei waren.